Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender wieder mit dabei seid. Wir starten mit Türchen Nummer 1 und hinter Nummer 1 versteckt sich ganz leckere Schoko-Kokoskugeln. Viel Spaß! Für diese Kugeln brauchen wir 400 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Zucker, 200 Gramm kalte Butter, 30 Gramm Backkakao und 3 Esslöffel Sahne. Dann für die Kokosmasse 200 Gramm Kokosraspeln, 220 Gramm gezuckerte Kondensmilch und dann braucht ihr noch Kuchenglasur und etwas Kokosraspeln. Damit die Plätzchen ein leckeres Weihnachtsaroma bekommen, habe ich von Just Spice dieses Plätzchengewürz benutzt. Und zwar da drin sind Zimt, Sternanis, Nelken, Ingwer, Piment, Zitrone und Vanillepulver und noch ein bisschen mehr. Also so die typischen Weihnachtsaromen. Und ich muss sagen, dieses Gewürz ist sehr intensiv, da braucht man wirklich nicht viel davon. Also so ein halber Teelöffel, das war jetzt schon zu viel, ich habe dann später noch etwas raus, langt da vollkommen und die Plätzchen schmecken wunderbar nach Weihnachten. Wer dieses Plätzchengewürz will, geht einfach runter in die Infobox. Ich habe einen Rabattcode für euch, Just Alexandras Food Lounge, den gebt ihr ein und dann bekommt ihr 5 € gut geschrieben. Ja, und dann legen wir auch gleich mal los mit dem Teig. Wir machen zuerst den Mürbeteig, den Schokoladenmürbeteig. Dazu gebe ich das Mehl, den Zucker, das Backpulver, den Backkakao in eine Schüssel. Und da kommt dann auch noch das Ei mit hinein. Dann von dem Gewürz. Ihr könnt auch andere Gewürze nehmen. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt dieses Just Spice nehmen. Aber diese Gewürze haben den Vorteil, da ist schon so viel drin. Man braucht da nicht so viele einzelne Gewürze kaufen. Also das ist einfach total genial, finde ich. Dann kommt die Butter noch mit hinein. Die müsst ihr vorher etwas kleiner schneiden und die sollte kalt sein. Und dann wird das Ganze verrührt. Und zwar so lange, bis wir einen fast glatten Teig haben. So sieht er aus, also der wollte sich am Rand verdrücken. Deswegen knete ich den nochmal mit der Hand durch. Übrigens, ihr könnt ihn auch gleich komplett mit der Hand kneten. Und zwar, ich gebe jetzt etwas Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche. Da kommt dann mein Bröselteig, so wie er gerade ausschaut, drauf. Und dann wird der kräftig durchgeknetet. Das machen wir dann so lange, bis wir so einen richtig schönen, glatten Teig haben. So wie hier. Perfekt. Der darf jetzt nochmal für 1-2 Stunden in den Kühlschrank. Die Butter sollte wieder etwas fester werden. Dann mache ich auch schon meine Kokosfüllung. Und zwar im Grunde genommen sind es Milchmädchen Kokosmakronen. Also gezuckerte Kondensmilch. Milchmädchen ist nichts anderes als gezuckerte Kondensmilch. Und da stellen wir jetzt die Masse her. Und zwar habe ich hier jetzt die Kokosraspeln in einer Schüssel. Und gebe da dann einfach die gezuckerte Kondensmilch mit hinein und verrühre das Ganze. Das Tolle an dieser Masse ist, sie wird wirklich schön fest, so dass man sie richtig schön zu Bälle formen kann. Und so sah es dann aus. Genau richtig. Jetzt geht's ans Kugeldrehen. Also ich muss jetzt gleich sagen, diese Kekse sind schon ein bisschen zeitaufwendig, aber es lohnt sich total. Ihr holt jetzt euren Teig, den braunen. Und ich hatte jetzt so 20 Gramm Stücke, sage ich jetzt mal, von dem Teig abgewogen. Die werden platt gedrückt und etwas ausgerollt. Das könnt ihr mit der Hand machen oder mit, ich habe jetzt hier so einen Silikonroller, so einen Fondantroller. Und dann nehmt ihr so einen Teelöffel, vielleicht auch ein bisschen mehr von der Kokosmasse, drückt die da oben drauf und dann klappt ihr das einfach um. So als wollt ihr gerade ein Geschenk einpacken. Und dann rollt ihr die Kugel in den Händen. Also jetzt sieht es gerade aus, so total zerbröselt, zerbrockelt, als würde die Füllung rauskommen, aber das tut sie nicht. Ich habe jetzt hier eine richtig schöne Kugel. Ja, und das müsst ihr jetzt mit dem ganzen Teig machen. Also das ist wirklich schon eine kleine Arbeit, aber wie gesagt habe, das rentiert sich. Die legt ihr dann auf ein Backblech mit Backpapier, lasst ein bisschen Platz und dann dürfen die bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für gute 15 Minuten backen. Und so sahen sie dann aus. Die müsst ihr jetzt komplett auskühlen lassen. Und wenn sie ausgekühlt sind, dann nehmt ihr eure Schokolade. Also ich nehme da immer unheimlich gern Kuchenglasur. Die hier konnte ich jetzt in der Mikrowelle schmelzen lassen. Das finde ich immer total praktisch. Und da tauche ich dann meine Kugel
Ja, fast ganz, würde ich sagen. Also ihr könnt es entweder zur Hälfte oder, so wie ich jetzt gemacht habe, fast komplett in die Schokolade hinein. Ich habe jetzt hier sofort die Kokosflocken drauf. Das habe ich jetzt nur bei dem einen gemacht, weil ich festgestellt habe, durch das, dass die Schokolade noch ziemlich weich ist, versinken die regelrecht in der Schokolade und man sieht sie dann nicht mehr so schön. Tauch die Kugeln zuerst in die Schokolade und lass die Schokolade kurz anziehen. Und dann erst mit den mit den Kokosstreuseln bestreuen. Hier sieht man es jetzt. Ich habe es kurz anziehen lassen und dann die Kokosraspeln darauf getan. So sahen sie dann aus und die dürfen jetzt natürlich auskühlen, also bis die Schokolade richtig fest ist und dann könnt ihr sie essen. Ihr seht es, ich schneide es mal kurz an. Also ich finde die total schön. Es ist wirklich eine kleine Arbeit, aber es rentiert sich wirklich. Und wer Kokos mag, der wird es lieben. Im Grunde genommen ist es eine Kokosmakrone versteckt in einem Schokoteig. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das erste Türchen hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.